Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vorerst das letzte, welches du aus Spanien sehen wirst. Das nächste Mal wechseln wir schon den Kontinent und nehmen dich mit nach Afrika. Vorher zeigen wir dir heute aber nochmal die Schönheit des Südens von Europa. Wir sind hier gerade in Jutza, das ist so ein bisschen das Schlumpfdorf. Da sind die ganzen Häuser super schön blau angemalt in diesem typischen Schlumpfblau. Und überall sind so quasi an den Wänden ganz hübsche Verzierungen. Es stehen auch überall einzelne Schlümpfe rum. Das ist ganz cool zu sehen. Es ist aber trotzdem so ein bisschen sehr ausgestorben. Also ganz viele Rollläden, die irgendwie oben sind und ganz viele Türen, die verbarrikadiert sind. Ja, ist aber trotzdem sehr schön. Jutza liegt nordwestlich von Marbella, nur 20 Kilometer unter dem Ort Ronda, den wir dir später noch zeigen werden. Aktuell leben in Jutza nur noch 247 Einwohner. Früher gab es in der Gegend durch die Landwirtschaft mehr Arbeit. Seit der Mechanisierung in diesem Bereich schwinden aber die Arbeitsmöglichkeiten und damit auch die Menschen aus dem Dorf. Viele Häuser, die wir sehen konnten, waren verlassen. Für den Film Die Schlümpfe wurden alle Hausfassaden des Ortes, selbst die Kirche, 2011 blau bemalt. Nach dem Abschluss der Dreharbeiten durften die Dorfbewohner entscheiden, ob die Häuser wieder weiß gestrichen werden sollten und entschieden sich mit großer Mehrheit dagegen. Seitdem ist das Schlumpfdorf ein Touristenmagnet. Wofür hättest du gestimmt? Blaue oder weiße Häuser? Schreib es uns mal in die Kommentare. Eins gegen eins. Einen wunderschönen guten Morgen. Letzte Nacht hat es das erste Mal, seit wir in Spanien sind, also jetzt seit gut 5 Wochen geregnet. Und es war sehr, sehr schön. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr lange keinen Regen gehabt habt. So als Deutsche ist man das eigentlich gar nicht gewohnt. Aber irgendwie hat man es vermisst und das ist auch ein sehr ruhiger Moment gewesen. Es hat ein bisschen gewittert und es war einfach schön. Aber es hat nicht lange angehalten. Jetzt schauen wir uns auf jeden Fall die Stadt Ronda an. Hier soll es heute am 5. Januar so Umzüge geben von den Heiligen Drei Königen, weil morgen der 6. Januar der Feiertag ist. Und wir sind mal gespannt, was wir so sehen und euch zeigen können. Um nach Ronda reinzukommen, mussten wir erstmal diesen Berg erklimmen. Anton tat dies sogar zweimal, weil er sein Handy im Auto liegen ließ. Monty und ich vertrieben uns die Wartezeit, indem wir einfach die Aussicht genossen. Für den Hund war es dann auch gar kein Problem, Anton entgegenzusprinten und den Berg danach direkt nochmal wieder hochzurennen. Ganz ehrlich, manchmal hätte ich auch gern die Ausdauer dieses Vierbeiners. Irgendwann stellten wir dann blöderweise fest, dass der Weg, den wir da hochgekraxelt sind, gesperrt war. Eine Absperrung und ein riesiges, verschlossenes Tor später, über das wir auch noch klettern mussten, haben wir es dann aber irgendwie in die Stadt geschafft, ohne verhaftet zu werden. Wir haben uns spontan in die Arena von Ronda begeben und hier eben mit Monty einen kleinen Stierkampf erprobt. Der fand es auch sehr lustig. Und jetzt haben wir einen Audioguide und hören mal so, was wir zu dieser Arena erfahren. Zu einem Live-Stierkampf würde ich persönlich nie gehen, weil ich das als Tierquälerei erachte. Aber vielleicht seht ihr das ja anders. Wart schon mal bei einem, habt da Erfahrung mit. Würde mich interessieren. Wir befinden uns hier in Ronda in der Stierkampf-Arena und schauen die uns heute mal so ein bisschen an. Mit Audioguide kostet das Ganze nämlich 11 Euro pro Person, ohne 9 Euro. Der Schwabe und mir kam tatsächlich kurz durch und dachte, es reicht ja, wenn wir einen Audioguide nehmen. Wir teilen uns den, aber für die 2 Euro war mir das dann zu doof. Du bist Hesse! Genau.
Auf jeden Fall ist es sehr cool und das begeistert mich tatsächlich, dass der Hund hier mit rein darf. Also wenn ihr auch mit Hund unterwegs seid, müsst ihr euch jetzt nicht irgendwie überlegen, wer passt auf den Hund auf, wo bleibt der Hund in der Zeit. Der kann nämlich einfach hier mit rein. Mit dem Audioguide wird man hier durch diese Arena einmal durchgeführt, wie der Stier quasi ankommt und kann sehen, wie die Stallungen sind, wo er dann in den letzten 24 Stunden ist, bevor er hier in die Arena kommt und auch die glamouröse Reithalle tatsächlich, also die ist sehr luxuriös. Beim Stierkampf selbst gibt es natürlich den Reiter zu Pferd und den Stier. Und der ganze Stierkampf wird dann in 3 Phasen eingeteilt. Die erste Phase, da versucht der Reiter quasi mit einem Speer den Stier einmal in den Nacken zu pieksen oder nicht zu pieksen, wirklich zu stechen, dass quasi das Blut fließt und das soll dem Stier so ein bisschen den Stress nehmen von der Arena, den Stress vom Transport. Dann muss er natürlich wieder durch die Arena rennen. Die zweite Phase, da wird er dann 3-mal in den Nacken gestochen. Danach muss er auch wieder rennen. Und die finale Phase, nachdem er sich dann richtig ausgetobt hat und blutend durch die Arena gerannt ist, ist dann der finale Schnitt mit dem Dolch durch die Kehle von vorne, um letztendlich den Stier zu töten. 2017 wurden in Spanien 1553 Stierkämpfe veranstaltet, zu denen mehr als 5 Millionen Eintrittskarten verkauft wurden. Die meisten Besucher verzeichneten die Arenen in Madrid, Pamplona und Sevilla. Spannender Fakt: In Barcelona ist der Stierkampf seit 2012 verboten. Hast du außerdem gewusst, auch in Portugal und Frankreich finden bis heute Stierkämpfe statt. Allerdings ist das Ganze dort deutlich weniger populär. Mich fasziniert sowas hier immer ungemein. Also zu sehen, die verschiedenen Mechanismen, sich vorzustellen, wie quasi hier die Leute mit ihrem Pferd galoppieren, die Stiere durchrennen, wie die Stiere hier in den Stallungen hausen. Ich finde das interessant und ich würde es mir aber, glaube ich, nie angucken wollen. Also auf der einen Seite würde ich das gerne sehen, auf der anderen Seite geht das aber so gegen meine persönliche Einstellung, Tiere einfach nur aus Spaß oder aus Jux und Dollerei durch die Arena zu treiben, sie bluten zu lassen und während sie bluten nochmal durch die Arena zu treiben, zur Belustigung vom Volk so quasi, dass ich das, wie gesagt, interessant finde, sich das hier im Leeren einmal anzugucken, aber das live anschauen zu wollen, weiß ich nicht, würde ich nicht unterstützen wollen und wäre eher dafür, dass man das Ganze abschafft. Wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr euch so einen spanischen Stierkampf einmal angucken? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Damit endete unser Ausflug in die Arena. Nach einem kurzen Abstecher in den Souvenirshop landeten wir im besten Churro-Café des Ortes, bevor wir uns weitere Keramikmitbringsel anschauten und schließlich zurück zum Auto liefen. Anton hat uns zum Castillo de Almodóvar gefahren. Und dieses Schloss ist sehr bekannt dafür, dass hier die 7. Staffel von Game of Thrones gedreht wurde. Wir haben beide nie Game of Thrones geschaut. Nee. Also Herr der Ringe, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen ähnlich. Vorhin hast du noch Harry Potter gesagt. Ja. Aber Game of Thrones nie. Vielleicht müssen wir damit jetzt mal anfangen. Wir müssen das mal nachholen, ja. Auf jeden Fall darf man in das Schloss nicht mit Hunden rein, deswegen haben wir uns gerade dagegen entschieden. Ansonsten kostet der Eintritt 10 Euro pro Nase, was ich relativ solide finde. Und es soll echt ganz schön sein, zumindest das, was die Google-Bewertungen so erzählen. Aber wir genießen jetzt hier draußen die Sonne. Der Ausblick ist auch richtig cool. Und es ist krass grün hier. Es ist nirgendwo grün in Spanien, aber hier ist grün. Das ist richtig heftig. Wir waren jetzt nicht heute Nacht an der Küste, aber wir waren schon so 50 bis 80 Kilometer von der Küste entfernt. Und sind jetzt hier nochmal weiter ins Landesinnere gefahren und es ist heftig grün. Also was du sonst irgendwie so Richtung Küste gar nicht hattest, ist hier halt komplett umgedreht. Alles blüht, hier hast du irgendwie gelbe Blumen noch und nöcher. Total krass. Eine kleine Wandergruppe. Für uns geht es jetzt weiter ein bisschen ins Landesinnere, weil wir noch mindestens 1 bis 2 Wochen in Spanien verbringen.
möchten, irgendwas dazwischen. Wir warten auf die Titerbestimmung für den Hund, dass wir quasi bei der Wiedereinreise von Marokko nach Spanien, also zurück in die EU, nachweisen können, dass der Hund gut genug geimpft ist und einfach ausreichende Antikörper vorweisen kann. Genau, man muss einen Titer für Tollwut vorweisen, das ist die einzige Impfung. Und das macht es so ein bisschen kompliziert, weil wir haben das natürlich nicht in Deutschland gemacht, sondern erst hier in Spanien und über die Feiertage und so weiter dauert es ewig. Aber naja, insofern verbringen wir jetzt die Zeit, um hier ein bisschen im Inland rum zu cruisen, nochmal zu schauen, was wir außer so ein paar Schlösser noch so finden. Falls ihr Tipps für Andalusien habt, immer her damit. Wir kommen ja auch nochmal her, wenn wir aus Marokko wieder zurück sind. Wir schauen jetzt mal, wo es als nächstes weiterhin geht. Das haben wir nämlich uns noch nicht rausgesucht. Also sitzen wir hier wahrscheinlich noch ein paar Minuten und gucken ein bisschen. Wir fahren seit gut einer Stunde mitten durchs Nirgendwo und es ist atemberaubend schön. Aber es ist uns auch wirklich seit einer Stunde kein einziges Auto entgegengekommen. Und jetzt ist hier eine so wunderschöne Brücke, dass wir einfach anhalten mussten. Wir verlinken euch auf jeden Fall die Strecke, beziehungsweise zeigen euch das mal so in der Karte, wie wir hier lang gefahren sind. Wenn ihr hier in der Gegend seid, müsst ihr mich immer unbedingt hin. Also wir haben immer so Flashbacks zu Neuseeland und dachten, okay, immer wenn hier eine Farm ist oder hier eine Farm ist oder hier eine Farm ist, dann würden wir hier jetzt rufen oder arbeiten gehen. Unbeschreiblich schön. Es kam keine Farm, die uns wollte. Nein, Spaß, wir konnten nirgendwo nachfragen, ob wir hier zufällig arbeiten gehen könnten. Die nächsten 4 Tage verbrachten wir an diesem wunderschönen Ort, mitten im Nationalpark, in völliger Ruhe. Die Tage nutzten wir zum Arbeiten und Spazieren. Viel mehr war hier auch einfach nicht zu tun. So, hallo aus der Arbeitswoche. Unser Urlaub ist seit heute vorbei. Wir sind wieder am Arbeiten, Montag bis Mittwoch. Also es ist ja immer ein halber Urlaub, weil wir nur die Hälfte der Woche arbeiten. Wir wollten euch aber einfach mal so ein bisschen erzählen und zeigen, wo wir hier stehen. Wir stehen nämlich in einem super schönen Nationalpark und haben wirklich tiefste Ruhe. Hier ist nichts drumherum. Die nächste Siedlung, relativ kleines Dorf, ist irgendwie eine Stunde weit weg. Wir haben genau an unserem Platz Internet und wenn du 2 Meter weiter hoch und weiter runter gehst, ist Internet vorbei. Da hat jemand gute Laune und ich habe vergessen, was ich erzählen wollte. Es kommen ständig Menschen vorbei. Bullshit, es kommt einmal am Tag, kommt irgendein Auto vorbei plus Ständig. ein Farmer, der hier in der Gegend irgendwie anscheinend sein Gestüt hat. Und mit dem sind wir schon richtig Best Buddies fast schon. Aber wenn sie vorbeikommen, diese Menschen, die 3-mal am Tag da sind. Der eine Mensch. Okay, dann hält er immer bei unserem Hügel, weil das der einzige Ort ist, wo es Internet weit und breit gibt. Und vor allen Dingen grüßt er uns dann so nett auf Spanisch, aber er weiß, dass wir leider kein Spanisch sprechen. Und aber er spricht anscheinend auch kein Englisch. Auf jeden Fall, er grüßt uns immer, dann hupt er immer wieder, wenn er fährt und winkt ganz aufgeregt. Es ist richtig goldig. Und dann steht er da immer so 5 Minuten an unserem Platz. Und guckt mit dem Fernglas irgendwie so in die Berge und ich würde mich so gerne über alles Mögliche austauschen. Ich habe 500.000 Fragen hier über die Gegend. Aber Sprachbarriere. So zum Beispiel, was sind immer diese Schneisen? Also das ist hier überall in den ganzen Nationalparks immer in Spanien, das ist uns schon häufiger aufgefallen. Wozu sind die da? Und ich verstehe es nicht und ich würde es so gerne wissen, weil es können keine Feuerschneisen sein, weil die sind dafür zu eng und teilweise nicht wirklich clever durchdacht. Also dann hören die auf einmal auf, die Schneisen, sind da wieder Bäume, dann fängt die Schneise wieder an. Also da könnte sich so ein Feuer ja durchzüngeln. Dann sind die aber immer so richtig schön gegrubbert und dann wächst da jetzt seit neuestem immer irgendwie so ein bisschen Gras drauf. Ich verstehe es nicht, wofür die da sind. Wenn ihr es also wisst, schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Wir haben unseren Lieblingsplatz wieder verlassen. Tatsächlich haben wir da jetzt, ich glaube, 5 oder 6 Tage verbracht und haben es unfassbar genossen. Und jetzt geht es für uns aber auch weiter. Ursprünglich war die Idee, dann noch ein paar Tage länger zu bleiben. Tatsächlich haben wir jetzt vor ein paar Tagen aber die Info von einem Tierarzt hier bekommen, dass unser Titer-Ergebnis für den Hund angekommen ist. Da das jetzt vorhanden ist, fahren wir relativ fix jetzt Richtung Gibraltar, um da dann nächste Woche Donnerstag die erste Fähre nehmen zu können. Einfach, dass wir dann quasi nach unseren 3 Arbeitstagen 4 Tage Ruhe haben, um uns um Internet zu kümmern, im Land anzukommen etc.
Wir sind jetzt hier ganz lange durchs spanische Hinterland gefahren, ohne Empfang, mit Wegen, die, glaube ich, offiziell eigentlich nicht zu befahren sind. Und sind jetzt hier in der Nähe von einer einspurigen Zugstrecke. Und die wandern wir jetzt so ein bisschen lang und gehen auf der Zugstrecke irgendwie durch einen Tunnel durch, weil dann kommen wir zu einer Eisenbahnbrücke. Und die soll super schön zum Fotografieren sein und so ein kleiner Geheimtipp. Und anders kommt man da tatsächlich auch nicht hin. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich habe nämlich richtig Bock, so ein bisschen abenteuermäßig auf Zugstrecken lang zu laufen, dass wir da lebend rein und wieder rauskommen und dann ein hoffentlich gutes Foto machen. Wir laufen noch keine 5 Minuten durch die Gegend. Und ich würde euch gerne diese Gerüche mitgeben. Das ist total abgefahren. Diese Schienen sind, wie man sieht, schon lange nicht mehr benutzt. Ich muss auch auf den Boden gucken, damit ich mich nicht auf die Nase lege. Aber der Geruch ist heftig. Die Schweller riechen einfach krass und ich kann zumindest den Geruch gar nicht groß beschreiben, aber es riecht total geil. Monty findet es, glaube ich, auch richtig spannend, weil er überall die ganze Zeit hinschnuffelt. Auf jeden Fall ziemlich cool. Die Schienenwanderung nähert sich am Ende, weil wir jetzt den Tunnel erreichen, durch den wir durch müssen. Bin mal sehr gespannt, ob das alles so hinhaut. Taschenlampe haben wir dabei, ausnahmsweise mal. Wir haben aber leider von unserem Gimbal, mit dem ich hier gerade filme, unser Stativ verloren auf dem Weg. Mal gucken, ob wir das auf dem Rückweg wiederfinden. Wir haben uns markiert, ab wann wir gemerkt haben, dass wir es verloren haben. Und dann schauen wir mal, ob wir es irgendwo wieder eingesammelt bekommen. Wir haben es über die Gleise jetzt zu dieser alten Brücke hier geschafft, die wirklich sehr schön ist. Sie ist aber auch sehr verrostet. Und das Einzige, wenn man noch irgendwie rüberkommt, wäre jetzt wirklich auf den Gleisen zu balancieren. Weil links und rechts so diese, sieht man es hier so ein bisschen, da so und da so, diese ursprünglichen Gehwege, wenn man so möchte, wo man noch hätte rüber gekonnt. Hältst du den Hund kurz bitte ab? Die sind halt völlig verrostet, also die sind durch, da sollte man keinen Schritt mehr drauf wagen. Deswegen bleibe ich auf jeden Fall hier drüben, der Hund auch. Anton hat aber den wagemutigen Plan geschafft, da jetzt rüber zu laufen, was ich persönlich völlig bescheuert finde. Ein gutes Foto ist erst dann ein gutes Foto, wenn der halb gestorben ist. Oder früh aufgestanden ist. Ja, oder auch nicht. Blödkopf. Wir haben es überlebt. Also derjenige, der rübergegangen ist. Es war tatsächlich aber spooky. Also es ging tatsächlich. Ich würde sagen, ich kann ganz gut balancieren. Aber du bist da lang gelaufen und wusstest so, okay, irgendwie ist es nicht so krass, weil du hast rechts und links ja immer Stege, auf die du springen kannst. Und dann läufst du einen Meter weiter, dann siehst du in diesem Steg auf einmal so ein fettes Loch drin und weißt so, sollst du vielleicht nicht drauf springen. Und dann fehlen zwischendrin einfach mal so 5 Schwellen oder sowas. Und dann hast du ein Riesenloch, wo du runterfallen kannst. Aber hat Spaß gemacht und die Fotos sind, glaube ich, cool geworden. Immer an einem hat es Spaß gemacht. Wir sind wieder raus aus dem Tunnel. Es ist schön, die Sonne wieder zu sehen. Wir glauben, drin ein paar Fledermäuse gesehen zu haben. Zumindest Anton glaubt das. Ich weiß es nicht. Ich weiß das. Er weiß das. Wahrscheinlich hat er wirklich welche gesehen. Ich habe es nur vorher noch angekündigt, dass es voll krass wäre, welche jetzt zu sehen. Und dann kommt er plötzlich, guck mal, da war eine Fledermaus. Und ich so, War auf jeden Fall schön da drüben. Ich bin froh, dass wir alle wieder heil rausgekommen sind. Und jetzt geht es zurück zum Auto. Wir haben hier absolut gar keinen Empfang. Ich habe auch schon ein Arbeitsmeeting verschwitzt, was ich eigentlich heute haben wollte. Es ist kein Arbeitstag, aber es war mir wichtig und ich habe es verkackt, weil wir haben 0,0 Empfang hier. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir die Nacht verbringen, weil keine Menschenseele hier rumtont und wir dann einfach die Natur für uns haben. Aber das entscheiden wir dann gleich noch. Das ist ja immer wieder spannend, weil das hier muss Küche gewesen sein, das sieht man, da ist so der Herd. Das muss dann das Bad gewesen sein, weil man will ja nicht im offenen Raum kacken. Und dann sind die Fenster tatsächlich so perfekt ausgerichtet, dass man in beiden Richtungen den Zug relativ früh sehen kann.
Was war das also hier? Ergo, das Ganze lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Das waren hier die Räuber, die haben dann geguckt, wenn der Zug kam, und dann haben die den Zug angehalten und den ausgeraubt. Wir haben aber leider von unserem Gimbal, mit dem ich hier gerade filme, unser Stativ verloren auf dem Weg. Mal gucken, ob wir das auf dem Rückweg wiederfinden. Kurzes Update am Morgen. Ich hab's gefunden! Damit bist du auch am Ende dieses Videos angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass uns doch mal ein Like und ein Abo da, damit du nichts mehr verpasst.